Hast du jetzt endlich mal Zeit, über den Urlaub zu reden? Ja klar, ich habe doch schon gesagt, dass wir heute schauen können. Gut, dann sag bitte nicht wieder in 5 Minuten, machen wir später. So schlimm bin ich auch nicht. Doch, bei Urlaub schon. Immer wenn es konkret wird, willst du plötzlich nur noch auf dem Sofa liegen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich will nur nicht sofort Stress machen. Genau das meine ich. Für dich ist alles Stress, was ein bisschen Planung braucht. Nina, wir reden über Urlaub. Der soll erholsam sein. Ja, für mich auch. Aber erholsam heißt nicht automatisch 10 Tage auf derselben Liege zu liegen und nichts zu machen, Warum sagst du das so, als wäre das etwas Schlimmes? weil du genauso Urlaub machen willst. Frühstück, Strand, Mittagessen, nochmal Strand, abends irgendwo sitzen und sonst gar nichts. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich gut. Für dich vielleicht. Ich will was sehen. Eine Stadt, Natur, vielleicht wandern, etwas entdecken. Wandern im Urlaub? Na, da fängt mein Problem schon an. Siehst du? Genau deshalb kommen wir nie weiter. Wir kommen schon weiter. Wir haben nur unterschiedliche Vorstellungen. Ja, sehr unterschiedlich. Also gut. Ich sag dir jetzt ehrlich, was ich will. Ich möchte dieses Jahr Sonne, Wasser, Ruhe und möglichst wenig Programm. Die letzten Monate waren anstrengend genug. Ich hatte auch anstrengende Monate. Gerade deshalb will ich raus, mich bewegen und etwas Neues sehen. Sonst komme ich mir vor wie in einem verlängerten Wochenende, nicht wie im Urlaub. Aber warum muss Urlaub immer gleich ein Projekt sein? Muss ja nicht. Aber ein bisschen Leben darf schon drin sein. Hm. Was? Ich überlege nur, ob es überhaupt einen Ort gibt, an dem wir beide zufrieden sind. Es muss doch irgendeinen Mittelweg geben. Zum Beispiel, Vielleicht erst ein paar Tage in einer Stadt oder in den Bergen und danach ans Meer. das klingt nach Koffer packen, weiterfahren, neu einchecken, wieder alles organisieren. Ja, einmal. Davon stirbst du nicht. Vielen Dank für dein Mitgefühl. Tobias, ich will einfach nicht wieder nach dem Urlaub das Gefühl haben, dass wir nur gegessen und geschlafen haben. Und ich will nicht zurückkommen und denken, ich brauche jetzt Urlaub vom Urlaub. Sehr schön. Dann sind wir beide unzufrieden. Das bringt uns wirklich weiter. Na gut, dann machen wir es anders. Jeder sagt jetzt konkret einen Vorschlag, ohne den anderen sofort schlecht zu machen. Okay, mein Vorschlag, eine Woche in Griechenland, kleines Hotel am Strand, vielleicht ein Mietwagen für einen Tag, aber sonst ruhig. Du hast gesagt, nicht sofort schlecht machen. Ich mache es nicht schlecht. Ich denke nur. Gut, Mein Vorschlag, erst 3 Tage in Lissabon oder Barcelona, ein bisschen Stadt, spazieren, gut essen, vielleicht ein Museum oder eine Tour. Danach 4 oder 5 Tage ans Meer. das klingt schon besser als jeden Tag wandern. Danke, sehr großzügig von dir. Aber eine große Stadt mitten im Sommer ist auch anstrengend. Ja, deshalb ja nur ein paar Tage. Und dann wirklich Strand? Ja, richtig Strand, mit Liege, Wasser, Eis und deinem geliebten Nichtstun. Das klingt fast verdächtig vernünftig. Bin ich manchmal auch. Nicht immer Du heute auch nicht. fair. Also, wäre das für dich denkbar? Vielleicht. Aber dann möchte ich nicht jeden Tag durch die Stadt hetzen. Muss auch nicht sein. Ein bisschen anschauen, irgendwo sitzen, gut essen, vielleicht ein Aussichtspunkt, vielleicht eine Bootsfahrt, kein Militärprogramm. Bootsfahrt klingt gut. Aha, jetzt kommen wir der Sache näher. Und danach wirklich ein Ort, wo man einfach entspannen kann? Ja, ohne Diskussion. Dann könnte ich mir das vorstellen. Wirklich? Ja. Aber nur, wenn wir nicht in 5 Tagen 3 Städte sehen. Nein, eine Stadt, dann Strand. Gut, Und wann schauen wir nach Flügen? jetzt sofort? Ja, wann sonst? Wenn wir wieder warten, wird alles teurer. Du hast leider recht. Natürlich habe ich recht. Sehr bescheiden. Immer. Gut, dann Laptop her. Was schauen wir zuerst? Vielleicht Portugal. Da kann man Stadt und Meer gut verbinden. Portugal klingt nicht schlecht. Siehst du, wir sind doch noch nicht verloren. Noch nicht. Aber ich warne dich. Wenn du am Ende doch eine Wanderung mit Sonnenaufgang planst, bleibe ich im Hotel.
Und wenn du 3 Tage nur auf der Liege schläfst, buche ich allein eine Tour. Das klingt nach einem fairen Start in den Urlaub. Nein, das klingt nach Ehe. Schau mal, ich habe jetzt 2 Möglichkeiten gefunden. Schon? Du bist echt schnell. Ja, weil ich nicht 3 Wochen lang nur darüber reden will. Also Möglichkeit 1, 3 Tage Porto, danach 5 Tage an der Küste. Möglichkeit 2, 2 Tage Lissabon und danach 6 Tage Algarve. Algarve klingt schon sehr nach meinem Geschmack. Das dachte ich mir. Aber Porto klingt irgendwie entspannter als Lissabon. Ja, vielleicht. Lissabon ist größer und voller. Porto wirkt ruhiger. Dann eher Porto. Echt? Das überrascht mich. Warum? Ich bin nicht gegen Städte, ich bin nur gegen Stress im Urlaub. Ja, ja. Was kostet denn die Variante mit Porto? Flug zusammen ungefähr 420 €. Hotel in der Stadt 3 Nächte, 300. Danach das Hotel am Meer, 520. Das geht eigentlich. Ja, nicht billig, aber auch nicht völlig verrückt. Und Frühstück? In Porto, ja, am Meer auch. Sehr gut. Natürlich achtest du zuerst auf Frühstück. Das ist wichtig. Schlechte Urlaube beginnen oft mit schlechtem Frühstück. Interessante Theorie. Wahre Theorie. Also hör zu, in Porto könnten wir einfach durch die Altstadt laufen, am Fluss sitzen, einmal eine Bootstour machen und vielleicht am 2. Tag irgendwo mit Aussicht essen. Mehr muss gar nicht sein. Das klingt wirklich angenehm. Und danach fahren wir mit dem Zug oder Mietwagen ans Meer. Dort machen wir dann fast nichts. Fast nichts klingt gut. Aber ich würde gern an einem Tag wenigstens einen kleinen Ausflug machen. Vielleicht ein Dorf anschauen oder irgendwo hinfahren, wo es schön ist. Ein Tag ist okay. Nur ein Tag? Nina, wir machen schon Stadt plus Meer. Irgendwann will ich auch mal einfach sitzen und aufs Wasser schauen. Gut, ein kleiner Ausflug, kein ganzer Katalog. Danke. Sag mal ehrlich, findest du es eigentlich schlimm, dass ich immer etwas unternehmen will? Nein, schlimm nicht. Manchmal anstrengend. Aha. Aber ohne dich würde ich wahrscheinlich wirklich nur Hotel, Strand und Essen machen. Siehst du, ein bisschen Bewegung tut dir gut. Ja, und ein bisschen Ruhe tut dir auch gut. Wahrscheinlich. Genau deshalb ist diese Mischung vielleicht gar nicht schlecht. Ich habe dir das von Anfang an gesagt. Nein, am Anfang hast du doch gesagt, ich sei faul. Ich habe lenioch auf Polnisch gesagt, nicht faul. Das klingt nicht besser. Du wusstest trotzdem genau, was gemeint war. Leider ja. Also gut, dann entscheiden wir jetzt. Porto und Meer? Ja, ich glaube schon. Glaubst du oder weißt du? Ich weiß es. Bevor du mich wieder korrigierst? Ja, Porto und Meer. Sehr gut. Wie machen wir das mit dem Geld? Flüge buche ich jetzt direkt mit meiner Karte und du überweist mir später deinen Teil. Okay. Und die Hotels? Ein Hotel buche ich jetzt, das andere können wir in 10 Minuten zusammen auswählen. Können wir bitte das am Meer mit Balkon nehmen? Natürlich willst du den Balkon. Ja, abends draußen sitzen ist wichtig. Das verstehe ich sogar. Oh, ein Wunder. Und ich möchte in Porto möglichst zentral wohnen. Ich will nicht jeden Tag ewig fahren. Fair. Schau mal, dieses Hotel ist mitten in der Altstadt. Klein, ruhig, gute Bewertungen. Ja, das sieht gut aus. Nicht zu modern, aber schön. Und am Meer? Dieses hier gefällt mir. Nicht riesig, direkt am Wasser, Pool dabei. Das sieht fast zu gut aus. Wo ist der Haken? Kein kostenloses Stornieren mehr. Ah, Aber wir fahren ja, also ist das egal. stimmt. Tobias, wenn wir jetzt noch 1 Stunde diskutieren, sind die Flüge teurer. Dann Buch. Wirklich? Ja, mach es. Bevor ich es mir anders überlege, Sehr beruhigend. ich meine das positiv. So, Flüge gebucht. Echt? Schon? Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Irgendwie freue ich mich gerade wirklich. Ich auch. Und weißt du was? Was? Vielleicht ist dein aktiver Urlaub gar nicht so schlimm, wenn danach mein ruhiger Teil kommt. Und vielleicht ist dein ruhiger Urlaub gar nicht so langweilig, wenn vorher mein Teil kommt. Dann haben wir aus Versehen etwas Kluges gemacht. Nein, ich habe etwas Kluges gemacht. Du hast nur irgendwann zugestimmt. So habe ich das nicht in Erinnerung. Doch, genau so war es. Tobias, schläfst du schon wieder? Ich schlaf nicht, ich ruhe mich aus.
Seit einer Stunde? Wir sind heute Morgen durch die halbe Stadt gelaufen. Ich darf mich wohl mal hinlegen. Ja, aber wir wollten doch später noch in dieses kleine Restaurant am Hafen. Ja, später. Es ist doch erst 4:30. Genau. Und wenn du jetzt schläfst, bist du nachher schlecht gelaunt, weil ich dich wecke. Das ist eine ziemlich genaue Analyse. Weil ich dich kenne. Nina, wir hatten heute einen schönen Tag. Warum fängst du jetzt schon wieder an? Weil ich nicht will, dass der Abend wieder so endet wie gestern. Gestern war völlig okay. Nein, war er nicht. Du hattest schlechte Laune, weil wir zu spät am Strandrestaurant waren. Ich hatte schlechte Laune, weil wir zuerst noch unbedingt diesen Aussichtspunkt sehen mussten, obwohl ich schon Hunger hatte. Ja, und der Aussichtspunkt war wunderschön. Mag sein. Ich habe ihn nur halb gesehen, weil ich ans Essen gedacht habe. Siehst du? Genau das meine ich. Du hast im Urlaub ständig Hunger oder willst schlafen. Und du willst ständig noch schnell irgendwo hin. Nicht ständig. Doch. Heute Morgen Frühstück, dann Altstadt, dann Markt, dann Brücke, dann Boot, dann noch dieses Café mit Blick. Ja, und? War doch schön. War es auch. Aber ich brauche zwischendurch mal Luft. Wir hatten doch zwischendurch Kaffee. Nina, Kaffee ist keine Pause. Für mich schon. Für mich nicht. Was? Vielleicht habe ich wirklich etwas zu viel in einen Tag gepackt. Danke, das sage ich seit gestern. Ja, aber du sagst es immer so, als würdest du über einen Katastropheneinsatz reden. Weil ich bei Punkt 4 langsam das Gefühl hatte, wir machen ein Trainingsprogramm. Sehr lustig. Nein, ehrlich, ich mag die Stadt. Ich mag auch, dass wir was sehen, aber ich brauche nicht an jedem Tag 10 Programmpunkte. Es waren nicht 10. Gefühlt 12. Okay, verstanden. Und ich verstehe auch dich. Du freust dich auf solche Sachen und willst möglichst viel mitnehmen. Ja. Wenn ich an einem Ort bin, will ich ihn spüren. Nicht nur aus dem Hotelfenster anschauen. Das verstehe ich wirklich. Aber vielleicht vergesse ich manchmal, dass nicht jeder so viel Energie dafür hat wie ich. Danke. Und ich vergesse vielleicht manchmal, dass nicht jeder Urlaub nur aus Liegen und Schweigen bestehen will. Das wäre auch schrecklich. Für dich ja. Für die meisten normalen Menschen auch? Aha, jetzt bin ich also nicht normal. Urlaubstechnisch nicht ganz. Frechheit. Was ist jetzt? Jetzt denke ich gerade, dass wir in 2 Tagen vom Stadturlaub ans Meer wechseln. Vielleicht sollten wir einfach die restlichen Tage hier etwas ruhiger machen. Das wäre gut. Also morgen nur Frühstück, ein Spaziergang am Fluss, vielleicht das Restaurant mittags und am Nachmittag nichts mehr. Das klingt fantastisch. Aber nichts mehr heißt nicht, dass du 3 Stunden schläfst. 1 Stunde? Maximal eine. Hart? Fair? Okay. Und heute Abend? Heute Abend gehen wir entspannt essen. Ohne Aussichtspunkt, ohne Umweg, ohne... Ach komm, nur noch schnell da hoch. Ich verspreche nichts. Nina. Nein, okay, ich verspreche es. Direkt zum Restaurant. Sehr gut. Weißt du, was das Problem ist? Dass du mich im Urlaub immer verbessern willst? Nein. Dass wir beide immer denken, unsere Art zu entspannen sei automatisch die bessere. Ja, da ist leider etwas dran. Dabei ist Urlaub für jeden anders. Genau. Gut, dann machen wir jetzt beide einen kleinen Neustart. Einverstanden? Du ruhst dich noch 20 Minuten aus, dann wecke ich dich. Ohne Streit. Und danach gehen wir essen. Genau. Und morgen langsamer. Ja. Siehst du? Wir können das doch. Ja, aber nur mit Diskussion vorher. Das ist wahrscheinlich unser Ehemodell? Leider ja. Gut, dann 20 Minuten Ruhe ab jetzt. Ich stelle einen Timer. Natürlich tust du das. Na, wie war's denn? Du siehst immerhin erholt aus. Teils, teils. Schön war es auf jeden Fall, aber ruhig war es nicht immer. Ach, Streit im Urlaub? Klassiker. Ja, aber nichts Dramatisches. Eher das übliche Problem. Meine Frau will im Urlaub etwas erleben, ich will im Urlaub meine Ruhe. Und trotzdem fahrt ihr jedes Jahr zusammen weg. Mutig. Sehr witzig. Nein, ehrlich, erzähl. Wo wart ihr? Erst 3 Tage in Porto, danach 5 Tage am Meer. Klingt eigentlich perfekt. War es am Ende auch, aber in der Stadt gab es schon ein paar Diskussionen. Lass mich raten. Sie wollte alles sehen, du wolltest nach dem 2. Programmpunkt essen. Exakt.
Ich kenne dich. Sie leider auch. Was war denn konkret? Der erste Tag war super. Wir sind durch die Altstadt gelaufen, haben am Fluss gesessen, gut gegessen. Am zweiten Tag wurde es dann mehr. Markt, Bootstour, Brücke, Aussichtspunkt, noch irgendein Café mit Blick. Klingt ehrlich gesagt ziemlich gut. Ja, schon. Aber nicht alles an einem Tag. Aha. Irgendwann war ich einfach platt. Und dann wurde ich still. Oh, oh. Und das mag sie nicht, oder? Überhaupt nicht. Sie sagt dann immer, ich soll einfach reden, statt schlechte Laune zu haben. Damit hat sie nicht ganz unrecht. Ja, ich weiß. Aber manchmal bin ich nicht sofort in der Stimmung, alles zu analysieren. Ich bin dann einfach müde. Verstehe ich. Und sie denkt dann, ich finde alles blöd. Hast du denn alles blöd gefunden? Nein, gar nicht. Das ist ja das Problem. Ich fand es schön, nur zu viel auf einmal. Typisch Urlaub zu zweit. Nicht das Was, sondern das Wie viel wird zum Thema. Genau. Und wie war es am Meer? Deutlich entspannter. Da war ich in meinem Element. Strand, Frühstück, Wasser, abends irgendwo essen. Endlich Urlaub. Für mich ja. Und für sie? Anfangs war es ihr fast zu ruhig. Am zweiten Tag meinte sie schon, wir könnten morgen irgendwo hinfahren. Natürlich. Aber wir haben einen guten Kompromiss gefunden. Ein kleiner Ausflug, ein Markt im nächsten Ort, einmal am Abend am Hafen spazieren und den Rest ruhig. Klingt eigentlich sehr vernünftig. War es auch. Am Ende haben wir beide gemerkt, dass wir immer denken, unsere Art Urlaub zu machen wäre die normale. Ja, das kenne ich von uns zu Hause auch. Meine Frau will immer früh raus, ich will erstmal Kaffee und Frieden. Genau. Und? Gab es einen richtigen großen Streit? Nicht richtig groß. Einmal in Porto im Hotelzimmer. Sie meinte, ich würde nur schlafen wollen. Ich meinte, sie würde aus jedem Urlaub eine Mission machen. Autsch. Ja, aber nach 10 Minuten war es auch wieder besser. Immerhin. Weißt du, was eigentlich das Beste war? Was denn? Dass wir am Ende wirklich beide etwas bekommen haben. Sie hatte ihre Stadt, ihre Spaziergänge, ihr Entdecken. Ich hatte mein Meer, meine Ruhe und mein Nichtstun. Dann war die Mischung also genau richtig. Ja, obwohl wir vorher beide dachten, der andere übertreibt. Das ist doch fast romantisch. Ja. Übertreib nicht. Und würdest du so einen Urlaub nochmal machen? Ja, aber nächstes Mal mit einem Tag mehr Pause zwischen ihren Programmen. Das musst du aber vorher schon sagen. Nicht erst mit schlechter Laune vor Ort. Ich weiß. Wirklich? Ja, mein bester Freund und meine Frau sagen offensichtlich dieselben Dinge. Dann wird es wohl stimmen. Leider ja. Und wie erzählt sie den Urlaub wahrscheinlich ihren Freundinnen? Wahrscheinlich, dass ich am Anfang wieder nur faul am Strand liegen wollte und sie den ganzen Urlaub gerettet hat. Klingt nicht völlig unwahrscheinlich. Vielen Dank. Gern. Dafür sind Freunde da. Und trotzdem, es war schön. Wirklich. Das sieht man dir an. Ja. Vielleicht braucht man manchmal genau diesen kleinen Streit, damit beide ehrlich sagen, was sie brauchen. Solange es beim kleinen Streit bleibt. Genau. Na, wie war euer Urlaub? Du hast auf den Fotos glücklich ausgesehen. Meistens war ich das auch. Aber natürlich lief nicht alles perfekt. Aha. Also doch wieder Diskussionen? Ein paar. Überraschung. Erzähl. Wir hatten ja diese Mischung gemacht. Erst 3 Tage Stadt, dann mehr. Eigentlich genau der Kompromiss, den wir vorher zu Hause mühsam ausgehandelt hatten. Klingt vernünftig. War es auch. Aber schon in der Stadt hat man gemerkt, dass Tobias und ich Urlaub völlig unterschiedlich erleben. Inwiefern? Ich sehe eine neue Stadt und denke sofort, laufen, schauen, essen, entdecken, Atmosphäre, kleine Straßen, Aussicht, Cafés. Er denkt, schön, lass uns irgendwo sitzen. Und dann? Dann sitze ich da und denke, wir sind doch nicht extra hierher geflogen, um nur zu sitzen. Verstehe. Und er denkt wahrscheinlich, warum muss man aus jedem Tag ein volles Programm machen? Klingt nach euch. Ja. Am zweiten Tag in Porto war es dann etwas zu viel. Ich hatte mehrere Ideen und Tobias war irgendwann einfach durch. Hat er was gesagt? Erstmal nicht richtig und genau das ist ja mein Problem mit ihm. Wenn er müde oder genervt ist, wird er still. Dann muss ich alles aus ihm herausziehen. Das ist anstrengend. Total. Im Hotel hat es dann kurz geknallt. Ich meinte, er wolle nur schlafen und essen. Und er meinte, ich würde aus Urlaub ein Sportprogramm machen. Oh, Ja, aber ehrlich gesagt hatte er nicht ganz unrecht.
Du überrascht mich gerade. Ja, ich mich auch. Aber ich habe gemerkt, dass ich im Urlaub oft alles mitnehmen will, weil ich Angst habe, etwas zu verpassen. Das kenne ich sogar. Und dabei vergesse ich manchmal, dass andere Leute sich nicht auf dieselbe Weise freuen wie ich. Das ist immerhin eine ziemlich kluge Erkenntnis. Schreib dir das Datum auf. Sofort. Am Meer war es dann einfacher. Da war Tobias plötzlich der glücklichste Mensch der Welt. Frühstück, Strand, Wasser, Buch, Essen. Also genau das, was er wollte. Ja. Und am Anfang dachte ich schon wieder, oh nein, jetzt wird mir langweilig. Ist dir langweilig geworden? Nicht wirklich, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass Ruhe auch schön sein kann, wenn ich vorher schon etwas erlebt habe. Ah, also hatte euer Plan doch Sinn. Ja, total. Ein bisschen Stadt für mich, ein bisschen Ruhe für ihn und am Ende für beide etwas. Gab es am Meer auch Streit? Nicht richtig Streit, eher kleine Diskussionen. Ich wollte einmal noch in ein Dorf fahren, er wollte lieber am Wasser bleiben. Dann haben wir es einfach kurz gehalten. 2 Stunden unterwegs, danach wieder Ruhe. Klingt sehr erwachsen. Ja, erschreckend, oder? Sehr. Weißt du, was ich gelernt habe? Dass du nicht jede Minute verplanen musst? Ja. Und dass Tobias manchmal wirklich nicht faul ist, sondern einfach anders entspannt als ich. Das ist wahrscheinlich die wichtigere Erkenntnis. Ja, Und was hat er gelernt? hoffentlich, dass Urlaub nicht automatisch anstrengend ist, nur weil man einmal irgendwo spazieren geht. Das wäre ein Fortschritt. Finde ich auch. Würdest du wieder so einen Urlaub machen? Ja, sogar ziemlich sicher. Vielleicht wieder erst ein Ort mit etwas Leben und danach ein Ort zum Runterkommen. Das klingt nach einer guten Formel. Ja, vorher dachte ich, einer von uns muss nachgeben. Jetzt glaube ich, wir müssen nur besser mischen. Schön gesagt. Danke. Und wie war es als Paar? Also abgesehen von Programm und Ruhe? Ehrlich? Gut. Gerade weil wir gestritten und dann wieder geredet haben. Wirklich? Ja. Manchmal merkt man erst im Streit, was der andere eigentlich braucht. Das stimmt leider oft. Und am Ende hatten wir sogar 2 richtig schöne Abende ohne Diskussion. Einfach essen, spazieren, reden. Siehst du? Ja, der Urlaub war also nicht perfekt, aber echt. Und irgendwie macht genau das ihn im Rückblick schön. Das klingt fast romantisch. Sag das bitte nicht zu laut. Tobias würde sofort denken, wir müssen nächstes Jahr wieder denselben Plan machen. Und? Wahrscheinlich müssten wir dann trotzdem wieder erst 2 Tage diskutieren. Sonst wärt ihr ja nicht ihr. Leider wahr.